Kathi, so geht's nicht weiter. Bitte lass uns wie vernünftige Menschen miteinander umgehen. Jetzt nicht. Ich habe euch was zu sagen. Wir sind ja völlig betrunken. Alles klar, ich habe alles im Griff. Eine Katastrophe. Der Henning von Anfang an die Wahrheit sagen muss. Ja, das wäre sicher besser gewesen, aber hey, Meinst du, dass das jetzt noch nötig ist? Aber was hast du denn vor? Ihr seid als Familie für mich gestorben. Ich werde Friedenau verlassen. Du willst weg? So schnell wie möglich. Ich habe genug von euch. Dieses ganze verlogene Theater, das steht mir bis hier. Kathi. Vergiss es. Kathi, du kannst doch nicht einfach weggehen. Und ob ich das kann. Aber weggehen ist keine Lösung. Oh doch, ich werde doch verrückt hier. Das ist alles nicht sehr schön. Und es tut mir leid. Kathi, niemand wollte dich damit hineinziehen. Wirklich nicht. Das hättet ihr euch vorher überlegen müssen. Sie wollen ein Anwalt sein? Ein Stümper sind Sie. Sieh dir das an. Sieh dir das an. Ist Ihnen klar, wie viel von dieser Verhandlung abhängt? Ja. Meine Existenz steht auf dem Spiel! Ja, scheiße, schon so am frühen Morgen. Was ist los? Dein Herr Anwalt ist sturzbetrunken. Das ist los. Damit hat er sich auf meine Verhandlung vorbereitet. Ich hätte es wissen müssen. Wie konnte ich mich auf jemanden einlassen, der mit dir zu tun hat? Muss wahnsinnig gewesen sein. Sag bloß, es ist meine Schuld. Ich bin extra hier, um dich zu unterstützen in deinem blöden Prozess. Genau. Also Sie reißen sich gefällig zusammen, ja? Ich bin erledigt. Herr Jansen, in 2 Stunden ist die Verhandlung. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Wie wollen Sie denn Herrn Brandner in diesem Zustand verteidigen? Gar nicht. Ich gehe auch zu keinem Prozess mehr. Wo wollen Sie denn hin? Ich glaube das alles nicht. Was mache ich jetzt? Das kannst du nicht machen. Henning ist doch kein Unmensch. Er wird verstehen, dass ich dir das Geld gegeben habe. Isabel, der hält mich doch für total bescheuert. Aber wieso denn? Mensch, wenn der hört, dass ich mich einfach so beklauen lasse, was denkst du? Ja, was? Du kannst doch nichts dafür. Es ist doch nicht deine Schuld. Erklär das mal einem Außenstehenden. Henning ist mein Schwager. Ja, aber er war nicht dabei. Aber ich. Ich habe doch gesehen, wie man dich beklaut hat. Trotzdem. Na, ist es noch, ich habe mir die Kohle selber eingesteckt. Ach, so ein Quatsch. Warum sollte Henning denn sowas glauben? Isabel, wenn Spendengelder verschwinden, wirkt das immer komisch. Was glaubst du, wie schnell man da in falschen Verdacht gerät? Nur ein Hauch von Zweifel. Und schon bin ich erledigt. Das kann ich mir einfach nicht leisten. Und, wie gefällt dir die Wohnung? Ja, ist schön. Du hast eine traumhafte Aussicht. Sie ist auch toll geschnitten. Aber, Simon, du willst hier doch nicht wirklich mit Jule einziehen, jetzt wo sie mit Nina befreundet ist. Also erstens ist Jule auch meine Freundin und zwar wesentlich länger, um genau zu sein. Und zweitens ist da ein Riesenunterschied und du weißt ganz genau, was ich meine. Nina wird hier ein- und ausgehen. Willst du wirklich mitkriegen, wie die beiden im Nebenzimmer... Ach, vielen Dank für deine freundlichen Hinweise, aber stell dir vor, das habe ich mir genau überlegt. Jule sucht eine Wohnung, ich suche eine Wohnung und wir verstehen uns so glänzend. Dass sie auf ein und dieselbe Frau abfahrt. Mhm. Von der ich nichts mehr will, außer Freundschaft. Sonst noch Fragen? Bruderherz, mach einfach, was du willst. Ich glaube, wenn hier jemand ein Problem mit einer Frau hat, dann bist du es. Falls du auf diese Sache mit Isabel irgendwie anspielen möchtest. Das ist abgehakt. So? Soll sie doch mit diesem Typen glücklich werden. Soll sie doch sehen, wie sie mit ihm klarkommen. Mir ist das sowas von... Es ist mir wirklich egal. Das merke ich gerade. Mit anderen Worten, du kannst an nichts anderes mehr denken. Du schläfst schlecht. Quatsch! Ich frage mich nur, was dieser Typ mit ihr vorhat. Heiraten, Kinder kriegen? Der doch nicht. Das ist ein ganz fieser Hund, das spüre ich. Der macht irgendwelche krummen Sachen. Ich frage mich nur, was er für fiese Geschäfte abzieht.
Hilfsprojekte für notleidende Menschen. Ich weiß, du glaubst mir nicht. Aber das mit dieser Spendenaktion, nee, mein Lieber. Ich fresse eine Putzfrau samt Besen, wenn das mit rechten Dingen zugeht. Was stellst du dir da so vor? Ja, er sammelt Gelder ein, okay. Er macht finanzielle Transaktionen, auch okay. Aber wohin und wofür ist das Geld? Ich habe da neulich was mitgekriegt. Im Bistro. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendeine Bedeutung hat, aber... Ja, dann musst du es mir schon sagen. Sebastian hat mit Frau Schneider gesprochen über irgendwelche finanziellen Probleme bei einem Projekt. Finanzielle Probleme. Sieh an. Wenn Sie weiter in diesem Affentempo durch die Stadt rasen, kann ich gleich nicht mehr. Ich habe Sie nicht gebeten, mir hinterher zu rennen. Jetzt bleiben Sie doch endlich stehen. Ich muss mit Ihnen reden. Worüber? Über Ihren Vater. Mein Vater interessiert mich nicht mehr. Da habe ich aber einen anderen Eindruck. Unsinn. Ich bin mein ganzes Leben ohne Vater ausgekommen. Im Übrigen wäre ich froh, wenn Sie nicht mehr erwähnen. Max, wollen Sie denn jedes Mal, wenn Sie an Peter Kaufmann denken, eine Flasche Cognac runterkippen? Hören Sie auf, mir ist schon übel genug. Max, Sie setzen Ihre Karriere aufs Spiel. Ist Ihnen das eigentlich klar für diesen Feigling? Und wenn schon. Max, kommen Sie. Ich lade Sie zu einem Espresso ein. Warum? Einfach so. Aus Freundschaft. Gebt euch keine Mühe, die Sache ist für mich erledigt. Hast du dir das gut überlegt? Ja, ich mache das jetzt und fertig aus. Du hast dich entschieden? Henning, Na raus mit der Sprache. Champagner oder nicht? Champagner? Na, wenn du Patentante werden willst, muss es doch gefeiert werden. Ah, ich sehe schon, ich habe es falsch verstanden. Tja, es sieht so aus. Du willst nicht Patin unseres Babys werden. Es tut mir leid, aber das geht nicht. Und warum nicht? Kathi hat andere Pläne. Was denn für Pläne? Sie möchte Friedenau verlassen. Was? Kathi, Was ist los mit dir? Gefällt sie hier nicht mehr mit uns? Doch schon, es ist nur diese ganze Sache mit Heino und Jonas. Aha. Das ist der Grund? Deshalb kannst du nicht Patentante werden und musst uns verlassen? Eigentlich will ich ja auch schon länger weg. Wo willst du denn überhaupt hin? Nach New York. Heute Nachmittag. Stimmt so. Dankeschön. Ja, dann zeigen Sie mal diesen unsäglichen Wisch von Ihrem Vater. Mein lieber Maximilian, ich bedauere zutiefst, dass wir so unversöhnlich auseinandergehen. Auch wenn du mich ablehnst, ich bin dein Vater und ich werde mein Leben lang unter dieser Trennung leiden. Er hätte ja hier bleiben können. Das Eigentliche kommt erst noch. Hier. Ich habe dir und deiner Mutter großes Unrecht zugefügt, ohne Zweifel. Die wahre Schuldige jedoch ist Clarissa. Wer sonst? In einer beispiellos grausamen und hinterhältigen Intrige hat sie mir vorgetäuscht, du seist längst tot. Als Kind von einem Auto überfahren worden. Was sagen Sie dazu? Max, Sie müssen verstehen. Das ist doch mal wieder typisch. Wie meinen Sie das? Kaum gesteht er einen Fehler, versucht er sofort die Schuld auf andere abzuwälzen. Manchen Menschen fehlt es eben an innerer Größe. Ein Wasser, bitte. Das können Sie laut sagen. Und früher, im Waisenhaus, habe ich mir mal vorgestellt, dass mein Vater ein ganz toller Typ ist. Wir alle haben unsere Kindheitsträume. Das schöne Traumbild ist durch die hässliche Realität zerstört worden. Restlos. Ich kann nur hoffen, dass der Richter mit sich reden lässt. Ach, ganz bestimmt. Arno wird das hinkriegen. Wenn nicht, dann sehe ich schwarz. Jetzt mach dir mal keine Gedanken. Hör mal, kann ich dir noch was Gutes tun? Eine Bouillon vielleicht zur Kräftigung? Nein, danke, du bist lieb. Aber ich mache mich jetzt auf den Weg. Vielleicht ist Arno inzwischen zu Hause. Naja, okay. Also viel Glück. Und danke. Mach's gut und danke auch fürs Zuhören. Ja, tschüss. Hallo. Oh, hallo. Hallo, Marc. Hallo, Frau Schneider. Wollen Sie zu mir? Ja, ich habe auch ein konkretes Anliegen. Aha. Um was geht's? Naja, ich will da gar nicht so lange drum rumreden. Ja, dann tun Sie es auch nicht. Also? Es geht um Sebastian Leutner. Oh, haben Sie den immer noch im Visier? Ich dachte, das sei bereinigt. Naja, Angelo, wo ist denn die Mittagskarte? Ja. Also ich mache mir halt trotzdem Sorgen um Isabel, obwohl wir nicht mehr zusammen sind. Aha, und was habe ich damit zu tun?
Hier, Chefin. Wollen Sie noch mal sehen? Ja. Ich will nicht indiskret sein. Mir ist aber zu Ohren gekommen, dass es bei einem Projekt von Herrn Leutner, sagen wir es mal so, gewisse Schwierigkeiten gab. Wieso sprechen Sie ihn nicht selbst an? Frau Schneider, Sie wissen doch, wie wir zueinander stehen. Der wird mir nicht mal eine Auskunft erteilen. Aha. Und ich denken, Sie erteile Auskünfte, ja? So war das nicht gemeint. Ich dachte nur, Sie würden mich verstehen. Naja, weil ich mir wirklich Sorgen um Isabel mache. Hören Sie, ich weiß nichts Genaues über Herrn Leutners Schwierigkeiten. Und wenn ich etwas wüsste, würde ich es nicht verraten. Also bei einem Projekt von People's Care, irgendeinem Sommerfest, gab es finanzielle Schwierigkeiten. Ja? Die aber meines Wissens nach bereinigt sind. Und mehr weiß ich wirklich nicht. Verstehe. Trotzdem vielen Dank. Christoph, um nochmal auf heute Morgen zurückzukommen. Ich hätte nie gedacht, dass das alles so verheerende Ausmaße annimmt. Es hat dich sehr getroffen, dass Kathi heute schon nach New York fliegt, ja? Meine Güte, Caroline. Barbara hat sich damals blind darauf verlassen, dass ich mich um Kathi kümmere. Aber du hast dich doch auch um sie gekümmert. Ja, mit dem Resultat, dass sie davonläuft. Ich wünschte auch, dass sie nicht so reagiert hätte. Aber andererseits, sie ist kein kleines Kind mehr und selber verantwortlich für das, was sie macht. Suchst du etwas? Ja, mein Kalender, aber der ist wahrscheinlich noch oben. Kathi, einen Moment bitte. Ich habe keine Zeit. Friedenau ist dein Zuhause. Mir liegt sehr viel daran, dass du hier bleibst. Mir aber nicht. Muss das denn sein? Sonst noch was? Und wir können dich wirklich nicht mehr umstimmen? Nein. Kathi, bitte. Ich bin immer für dich da. Entschuldige, aber ich verpasse meinen Flieger. Du kannst jederzeit zurückkommen. Das werde ich bestimmt nicht. Nun vergessen Sie doch endlich Ihren Vater. Das kann ich nicht. Und warum nicht? Er ist weg, auf und davon. Hoffentlich für immer. Ich sehe ihn jeden Tag vor mir. Das gibt sich mit der Zeit. Nein, ich sehe ihn jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue. Also, so groß sind die Ähnlichkeiten dann auch wieder nicht. Sie beide haben zwar dunkle Haare, aber das wäre auch alles. Sie verstehen mich nicht. Ich meine doch nicht solche Äußerlichkeiten. Was dann? Den Charakter. Also jetzt hören Sie aber auf. Sie sind doch ganz anders als Peter. Ich muss das schließlich wissen, ich war ja mit ihm mal verheiratet. Nein. Ich bin genauso unfähig, ernsthafte Bindungen zu Menschen einzugehen. Was reden Sie denn da? Meine Mutter hat sich umgebracht. Meine Adoptiveltern wollen nichts mehr von mir wissen. Mein Vater läuft davon. Ja, Sie haben noch was vergessen. Steffi. Stimmt, die ist mir auch weggerannt. Das meine ich nicht. Steffi ist auch vor Philipp weggerannt. Danke. Was ich sagen wollte... Philipp, sehen Sie? Der wollte mich sogar umbringen. Philipp lässt sogar seinen eigenen Cousin im Stich. Das zählt nicht. Sein Cousin, Arno Brandner. Sehen Sie? Auch mit meinen Mandanten läuft alles schief. Sie haben aber auch eine Art, alles negativ zu sehen. Alle Welt wendet sich von mir ab. Das stimmt doch gar nicht. Sie haben doch mich. Einen Augenblick bitte, Herr Olaf. Okay. Hallo, Marc. Hallo. Herr von Anstetten erwartet Sie. Okay. Marc, schön, dich mal wiederzusehen. Ja. Setz dich doch. Willst du was trinken? Ja, gern. Jetzt erzähl doch mal. Wie geht's denn so? Den Umständen entsprechend. Oder wie heißt es so schön? Wegen Isabel. Ehrlich gesagt, ich finde es sehr schade, dass ihr beide nicht mehr... Schon gut. Die alte Liebe war einfach stärker. Da kann man nichts machen. Scheint so. Hast du ihn eigentlich schon mal kennengelernt? Sebastian? Ja, ich hatte bereits das Vergnügen. Und? Was hältst du von ihm? Zum Wohl. Ich nehme an, du willst jetzt kein überschwängliches Lob hören, oder? Nein, ich möchte eine offene und vor allem ehrliche Meinung von dir. Marc, ich würde ja gerne was Negatives über ihn sagen, aber ich habe zurzeit keinen Grund dazu. Klar, Menschen können sich ändern und vielleicht ist er jetzt wirklich ein wahrer Musterknabe geworden. Hey, ich verstehe dich ja. Schön.
Es ist vielleicht nur ein schwacher Trost, aber so unwiderstehlich scheint dieser Sebastian nun auch wieder nicht zu sein. Immerhin schafft er es nicht, Isabel von der Arbeit abzuhalten. Sie ist sehr beschäftigt mit ihrer Konzertagentur. Es geht also voran, ja? Ich denke schon. Ich hoffe doch. Sie hat mich gerade wieder um eine kleine Subvention gebeten. Sie hat Geld von dir erbeten? Ja. Möchtest du? Ja. 10.000 Mark, um die Agentur zu modernisieren. 10.000? Sie sind also felsenfest von meinen Qualitäten überzeugt? Säße ich sonst hier? Nennen Sie mir eine. Eine was? Die Rechnung bitte. Eine gute Eigenschaft, die ich habe. Jetzt wollen Sie es aber ganz genau wissen. Sie sind zum Beispiel sehr sensibel. Toll. Ein sensibler Anwalt. Schöne Umschreibung für einen Waschlappen. Max' Fingerspitzengefühl ist sehr wichtig. Gerade in Ihrem Beruf. Schön. Und was unterscheidet mich noch von meinem Vater? Sie sind nicht so egoistisch. Naja, finden Sie? Sie haben wirkliches Interesse an anderen Menschen. Sie nehmen Anteil. Danke. Sie setzen sich für andere ein. Ja, für Arno Brandner zum Beispiel. Für den habe ich eine ganze Flasche Cognac eingesetzt. Mein Gott, das war ein Ausnahmezustand. Sowas kommt schon mal vor. Ja, aber in solchen Situationen zeigt sich eben, ob jemand nur an sich selbst denkt oder auch an andere. Peter an Ihrer Stelle hätte Arno einfach sitzen lassen, den ganzen Prozess hingeworfen. Moment mal, was heißt hätte? Ich habe Arno Brandner sitzen lassen. Nein. Sie werden die Karre wieder aus dem Dreck ziehen. Ganz bestimmt. Jetzt sag bloß, du bist meinetwegen so deprimiert. Was hast du denn erwartet? Dass ich dir jubelnd um den Hals falle? Ich flieg doch nicht zum Mond. Zum Glück. Trotzdem kannst du den Flug nicht... Henning, versuche es gar nicht, mich umzustimmen. Was willst du denn eigentlich in New York machen? Jackie hat eine kleine Fotoagentur und da werde ich erstmal mit einsteigen. Willst du jetzt auch Fotografin werden? Nee, den kreativen Part überlasse ich ihr. Ich werde mich mehr um Terminabsprachen und sowas kümmern. Ich sehe schon. Der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum. Hm? Jetzt stell dir doch mal vor, mit meiner Kohle und mit Jackies Talent, da ziehen wir den Laden richtig groß auf. Die Filmstars werden bei euch Schlange stehen. Du machst dich ja lustig über mich. Nein, ich muss mich nur irgendwie davon ablenken, dass ich dich jetzt schon vermisse. Du bist ja süß. Ich werde dich auch vermissen. Ganz toll sogar. Na dann. Dann bringen wir es mal hinter uns. Danke. Oh, jetzt brauche ich doch deine Hilfe. Mach's gut, meine Kleine. Ich wünsche dir alles Liebe. Danke, ich dir auch. Kann ich euch noch was bringen? Mir auch nicht, danke. Wie willst du Sebastian nachweisen, dass er die 10.000 Mark eingesteckt hat? Weiß ich noch nicht, aber Sie stecken bestimmt nicht in Isabels Konzertagentur. Wofür hätte sie das ganze Geld überhaupt gebrauchen sollen? Wenn man von Teufel spricht. Oh. Entschuldige, mal kurz, ich bin gleich da. Was hast du vor? Herzlichen Glückwunsch. Hast du irgendein Problem? Nein, ich wollte wirklich nur der Erste sein, der dir gratuliert. Na, endlich. Und wozu? Na, dazu, dass du Isabel die 10.000 Mark aus der Tasche gezogen hast. Sag mal, wovon redest du eigentlich? Ich rede von deiner Abzockerei. Totaler Quatsch. Das Geld war für einen wohltätigen Zweck, Mann. Ja klar, eine Wohltat war es bestimmt. Zumindest für deinen Geldbeutel. Sag mal, was geht dich das eigentlich an? Ist schließlich nicht deine Kohle, oder? Ja, das habe ich ja jetzt verstanden. Es ist dein Geld, das ist schon klar. Vorsicht. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Bingo. Wie? Hat er alles zugegeben? Nein, natürlich nicht. Aber zumindest hat er verraten, dass er die 10.000 Mark von Isabel bekommen hat. Für einen guten Zweck. Der hat Nerven. Ja, jetzt kriege ich ihn. Heino, ich bin gekommen, um Abschied zu nehmen.
damit du mich nicht vergisst. Ich werde an dich denken. Kannst du dir nicht vorstellen, wie peinlich das war? Oh, doch. Nein, kannst du nicht. Ich bin vor dem Richter rumgekrochen wie vor Ludwig XIV. Das war so demütigend. Arno, jetzt beruhige dich doch. Du hast doch dein Ziel erreicht. Der Prozess ist verschoben. Wenn wir heute keine Nachricht bekommen, können wir davon ausgehen, dass die Verhandlung auf Monate verschoben wird. Und sonst? Findet sie morgen statt. Was, morgen? Ja, Aber bis dahin finden wir doch nie im Leben einen Anwalt und noch dazu für so einen komplexen Fall. du sagst es. Und mir bleibt nur ein Pflichtverteidiger. Oh Gott. Na, warten wir es ab. Wir müssen ja nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen. Wer ist denn das schon wieder? Guten Tag, Herr Brandner. Sehe ich richtig, oder? Es tut mir leid. Dass Sie sich überhaupt noch hierher trauen. Ich war heute Morgen einfach nicht Herr meiner Sinne. Das habe ich gemerkt. Was wollen Sie? Sie in Ihrem Prozess vertreten. Geben Sie mir noch eine Chance. Alles okay? Bitte? Geht's dir nicht gut? Doch. Ich finde es sehr lieb von euch, dass ihr mich zum Flughafen bringt. Ist ja wohl selbstverständlich unter Freunden. Noch kannst du es dir überlegen. Lieber nicht, sonst entscheide ich mich wirklich noch anders. Ich hätte nichts dagegen. Komm, sieh's doch mal so. Jetzt hast du wenigstens jemanden, den du in New York besuchen kannst. Auch wieder wahr. Du natürlich auch. Sag das nicht nochmal. Sonst komme ich wirklich. Ja, es wird Zeit. Daniel, Ja, grüßt du Gabriella bitte ganz lieb von mir, wenn sie wiederkommt? klar, mache ich. Ich vermisse euch jetzt schon. Ist doch wirklich schade, dass du gehst. In New York wird's bestimmt auch ganz toll. Alle verlassen uns. Venezuela, New York. Nur wir beide versauern hier in Düsseldorf. Ach komm, Gabriella kommt doch bald wieder und ich bin auch nicht aus der Welt. Was redest du denn da? Sowas würde Sebastian nie tun. Isabel, ich habe mich persönlich bei People's Care erkundigt. Es gab nie ein solches Sommerfest. Was? Es ist doch keine Summe in dieser Höhe für Kinder in Kalkutta eingezahlt worden. Nein, das kann nicht sein. Wo ist denn das Geld sonst geblieben? Tja, dreimal darfst du raten. Der hat dein Geld eingesackt. Ups, 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 ups. Sowas nennt man bösartige Verleumdung. Sebastian, was hast du mit dem Geld gemacht? Was soll ich damit gemacht haben? Ich habe es auf ein Konto in Kalkutta überwiesen, was sonst? Dann hast du doch sicherlich auch einen Einzahlungsbeleg, oder? Ich wüsste nicht, warum ich... Okay, was soll's. Gut. Einzahlungsbeleg. Und falls das nicht genügt, noch ein Dankestelegramm aus Kalkutta.